Wir haben jetzt hier also unseren Leica TS07, der im Gegensatz zu den vorherigen Modellen einen farbigen Bildschirm hat mit Touchscreen und allem drum und dran. Aber trotz alledem, obwohl er deutlich moderner aussieht, alles viel grundgelutschter ist und so weiter, dasselbe kann wie die anderen Tachymeter. Nicht mehr, aber glücklicherweise auch nicht weniger. Es ist bloß alles ein bisschen anders versteckt im Menü. Aber wir finden das trotzdem, das gehen wir jetzt hier mal an. Hier sehen wir den Standard-Startbildschirm. Wir sehen schon Stationieren, Messen, Abstecken, Dinge, die im anderen Menü erstmal unter Programme zusammengefasst werden, liegen hier schon mal schnell für uns bereit, für den Fall, dass wir sofort losmessen möchten, was wir in der Form nicht möchten. Der ganze Bereich mit den Jobs und Daten, das tippe ich hier mal drauf, liegt bei Verwalten. Hier können wir den ganzen Bereich Job, Festpunkte, Datenimport, Export, das ist hier unter Verwalten abgelegt. Auch das wäre ansonsten etwas anders gewesen beim anderen Tachy. Doch zunächst gehen wir erstmal, da wir nicht wissen, wer das Gerät vorher hatte, es vielleicht sogar neu ist und so weiter und so fort, in den Bereich der Einstellungen. Hier gehen wir wieder erstmal alles durch. Wie jetzt gesagt, auf der Ausgrabung verstellt mir da bitte niemand was dran, der nicht autorisiert ist. Hier gucken wir es uns aber mal an, was bei Instrument zum Beispiel steht. Hier wieder die Auslösetaste, das ist ausgeschaltet. Das ist die Taste hier auf der Seite hier. Dort könnte man die Auslösung irgendwie ermessen, Distanz oder sonst etwas drauflegen. Wir haben hier erstmal nichts drauf, aus dem einfachen Grund, dass man nicht aus Versehen draufkommt. Analog Auslösetaste 2. Die Benutzertasten, das ist diese Taste hier und diese Taste hier. Dort kann man auch verschiedene Dinge drauf tun. Momentan liegt dort Libelle und Laserload drauf. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, kommen wir automatisch in diesen Bildschirm hier. Ich könnte dort noch andere Sachen drauf tun, den Laserpointer, nichts, was man aus Versehen gerne einschalten möchte, wenn man mal drauf kommt. Höhen und ähnlichen Exzentrum, das brauche ich alles nicht. Distanzeinheiten, Winkeleinheiten, ich will das gar nicht verändern. Löschen der letzten Messung, ganz fatal. Geht einer aus Versehen drauf, ist die letzte Messung weg. Na toll, wir haben es noch nicht mehr gemerkt. EDM-Dauermessung wollen wir nicht, weil wir sehen jetzt hier neu, das haben die anderen Tachymeter nicht, dass ich zum Beispiel mit Spannmaß dort ein Programm drauflegen kann, was dann automatisch gestartet wird, oder ich automatisch zur Startseite des Menüs zurückkommen kann. Ähnliche Geschichten. Ich kann den Touch ein- und ausschalten, Screenshots aufnehmen oder hier ohne Prisma, mit Prisma. Dort stelle ich den Messmodus um. Ich stelle mir gerade vor, wie auf der Grabung dort irgendjemand aus Versehen draufkommt und dann schießt er, ohne es zu wissen, mit dem Laser in den Spiegel und wundert sich, dass er eine Fehlermeldung kriegt. Das lassen wir lieber. Tastaturbeleuchtung lassen wir auch. Wir bleiben einfach bei Libelle Laserload. Kompensator und HZ-Korrektur, das sind die Dinge, die sich beschweren, wenn das Gerät nicht in Waage ist, und das soll auch so sein. Schauen wir mal, was sich bei dem Punkt Ansicht verbirgt. Hier kann ich mir wirklich einzelne Bildschirme editieren, dass alles dort steht, wo es sein soll. Ich kann da auch einfach von bleiben und alles ist gut. Und das werde ich in diesem Punkt hier auch bleiben. Des Weiteren haben wir auch einen Punkt Karte. Das ist neu bei diesem Gerät, dass ich eine Kartenansicht nachher der Dinge habe, die ich gemessen habe. Wir sehen hier maximal 50 Punkte zeigen oder mehr. Worauf soll ich zentrieren? Auf den Zielpunkt oder auf das Gerät selber? Gehen wir drauf und wir sehen schon auf den Standpunkt, das ist mein Gerät hier. Wenn mein Finger zu dick ist, wie in diesem Fall, kann ich natürlich auch, wie wir hier sehen, weiter mit den Cursor-Tasten hin und her arbeiten. Das ist alles viel cooler. Weiter bin ich hier fertig. Region, wir ahnen schon, was wir dort finden. Insbesondere wieder diese Geschichten, ja, nach rechts werden die Daten größer und so weiter und so fort. Wirklich wichtig ist allerdings der Punkt Sprache. Hier sind jetzt standardmäßig eine große Menge interessanter und schöner Sprachen drauf, die ich allerdings alle nicht verstehe. Deshalb bleiben wir hier erstmal auf German. Wenn man ein internationales Team hat, kann man hier allerdings auch sehr einfach dann Englisch einstellen. Deshalb hier auch der Punkt Sprachauswahl. Momentan steht das auf 1, das heißt, jedes Mal, wenn das Gerät hoch wird, wird es mich fragen, in welcher Sprache ich denn sprechen möchte. Ich lasse das mal auf 1. Weiter. Gehen wir zu den Daten. Was hat uns das zu bieten? Hier sehen wir zunächst erstmal doppelte Punktnummer nicht erlauben. Das ist gut und richtig. Wir wollen jeden Punkt nur ein einziges Mal vergeben, sonst kriegen wir nachher in der Datenbank große Probleme. Schließlich ist das das eindeutige Merkmal eines Punktes. Sortieren soll er nach der Zeit, in der sie gemessen wurden. Das Ganze steigt auf.
Jawohl, Code speichern vor der Messung. Ja, soll er mal, und das Wichtige ist Code permanent. Das heißt, er fragt nicht immer neu ab, sondern was wir einmal eingeben, bleibt. Wir gehen auf Weiter. Was haben wir noch? Gehen wir nach unten zur Anzeige. Anzeigenbeleuchtung 100%. Hier sehen wir schon den Unterschied zu den älteren Geräten. Dort ist die Anzeigenbeleuchtung überhaupt nicht notwendig. Sie frisst nur Strom und man braucht es eigentlich nur im Dunkeln. Da wir jetzt hier so ein schönes Farbdisplay haben, ohne 100% Anzeigenbeleuchtung sieht man im Hellen gar nichts. Ich will gar nicht wissen, was das Ding an Strom frisst. Wir werden es feststellen. Ich kann das hier mal auf dunkler drehen. Man wird sehen, eigentlich geht das sofort eigentlich aus. Also das sind sinnlose Einstellungen. Nicht immer sind neue bunte Dinge auch praktisch. Die Fadenkreuzbeleuchtung brauchen wir nicht, bleibt aus. Nach 10 Minuten kriegen wir einen Bildschirmschoner. Die App-Beschreibung, das sehen wir gleich dort. Das Gerät sagt uns mittlerweile, was die einzelnen Programme machen. Das wissen wir eigentlich eh schon, aber jetzt kriegen wir es nochmal gesagt. Lassen wir einfach mal an. Tastenbeleuchtung, es ist hell genug, die Tasten sehen wir wenigstens. Touch-Eingabe ist momentan eingeschaltet, hat das Problem, wenn es auf die Anzeige regnet, werden dadurch auch Tasten ausgelöst. Das heißt, bei Regenwetter würde man das ausschalten. Ich gehe dann hier nochmal, was wir noch haben mit Audio. Dort kriegen wir noch, wie laut irgendwelche Töne sind und so weiter und so fort. Das lassen wir einfach mal auf Standard in der Form. So, gehen wir hier auf Standard. Ja, so, haben wir. Gehen wir wieder zurück. Ja, das da oben treffe ich wieder nicht. Muss ich halt diese Taste nehmen. Ich habe doch gar nichts verändert. Ja, so, weg mit dir. So, als nächstes EDM, elektronische Distanzmessung. Wie soll das Gerät eigentlich messen? Momentan messen wir mit Prisma und standardmäßig ist das Mini-Prisma eingestellt und er soll schnell und präzise messen. Was haben wir noch zur Auswahl? Wir haben mit und ohne Prisma die Reflektorfolie. Dann würden wir einfach eine Folie irgendwo an die Wand nageln und könnte auf die schießen. Da braucht man nicht immer bis zum Fixpunkt laufen. Wir müssen ja bloß Reflektorfolien kaufen. Und hier sind wir wieder bei mit Prisma. In dem Punkt mit Prisma können wir jetzt auswählen, welche Art von Prisma. Wir haben das runde Prisma, das Mini-Prisma, das Mini 0 GMP 111. Ja, das ist eins der Leica Mini-Prismas. Ein 360-Grad-Prisma. Wenn ich einen automatischen Tachymeter mit Servomotoren habe, dann laufe ich mit dem 360-Grad-Prisma rum. Das ist von überall zu sehen und der Tachymeter kann mich automatisch damit anschließen. Das gibt es auch Mini-Variante, haben wir allerdings im Normalfall nicht. Wir könnten auch noch welche definieren, Benutzer 1, Benutzer 2, nein. Wir nehmen das stinknormale runde Prisma. Und wir haben hier, sehen wir, verschiedene Methoden. Wir können Dauermessung machen, wir können über 4 Kilometer lang messen, Präzision Plus. Wir können präzise und schnell machen. Das erscheint so der normale Mittelwert zu sein. Präzision Plus brauchen wir hier, glaube ich, erstmal nicht. Messmodus Mittel, Mittel ist nun wirklich nichts für uns. Wir machen präzise und schnell. Gucken wir mal, das kenne ich noch gar nicht, was er mir wohl bei Licht sagt. Der Laserpointer ist aus, das ist auch gut so. Das einzige Geschichte ist, den Laserpointer ein- und auszuschalten. Wir lassen ihn erstmal auf aus. Eingeschaltet brauche ich ihn eigentlich nur, wenn ich ohne Prisma irgendwelche Gebäude aufmesse oder ähnliche Geschichten. So, dann sind wir jetzt hier durch die allgemeinen Werkzeuge durch und schauen mal, was passiert, wenn ich auf Verbindung gehe. Hier sehen wir zum einen FTP. Ich könnte Sachen direkt ins Internet hochladen. Eine faszinierende Möglichkeit, bloß wir sind in Bayern. Da gibt es gar nicht überall Internet, erst recht nicht da, wo wir dann auf dem Land vermessen wollen. Aber glücklicherweise kann ich auch weiter noch Schnittstellen verwenden. Standardmäßig eingestellt, eine serielle Schnittstelle. Da ein Großteil aller Computer gar keine serielle Schnittstelle mehr hat, ist das eine sehr schöne, aber nutzlose Einstellung. Wir können, das macht man heute eher, das Ganze über Bluetooth ausgeben, wenn ich direkt meine Messdaten in einen Rechner oder in ein Gerät bringen möchte. Wir könnten auch über WLAN uns verbinden, aber ich lasse das mal auf Bluetooth stehen. Okay, zurück. Nein, ich möchte. Okay, so. Ich muss nämlich auf Weiter drücken. So, jetzt übernimmt er nämlich auch, dass ich das verändert habe. Das werden Werkzeuge sein. Schauen wir mal, wir möchten unser Gerät nicht justieren. Wir möchten keine PIN-Nummer einstellen. Lizenzen sind uns auch ziemlich egal. Wir gehen da ganz schnell wieder raus. So,
Jetzt haben wir uns alle Einstellungen angeguckt und können daran gehen, mit dem Gerät zu arbeiten. Hier haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, an unsere Programme zu kommen. Zum einen können wir die nehmen, die hier schon fertig angezeigt werden. Oder ich gehe hier unten auf Apps. Dort kriege ich die wieder alle. Aber habe ich jetzt hier Station, Messen, Abstecken, das kennen wir schon. Aber dann haben wir bei Messen Plus, wir sehen 1, 2, 3, Messen Plus, 4, 5, 6, 7, 8. Dort habe ich noch mehr unterschiedliche Programme, die ich durchführen kann. Und ich habe noch bei Bezugsgeschichten, Trasse noch viel mehr Sachen. Das brauchen echte Vermessungstechniker. Ich kann damit nicht umgehen, deshalb lasse ich da die Finger von. Wir merken uns Messen und Messen Plus. Dort sind die Programme, die wir nachher brauchen, um das Gerät zu benutzen. Eine weitere wichtige Geschichte dann noch verwalten. Hier würden wir jetzt zum Beispiel überhaupt erstmal einen Job anlegen, das heißt eine Datei, einen Ordner für unseren Fundplatz hier. Das zeigen wir euch aber dann im nächsten Video.